Hallo und herzlich willkommen bei Umarex TV. Heute begrüße ich euch zu Teil 1 unserer Reihe Korrekter Umgang mit Schreckschusswaffen. Und heute geht es um das Thema richtige Handhabung und Sicherheit. Bevor wir erstmal richtig anfangen, wollen wir erstmal mit einem Mythos aufräumen. Und zwar, dass es möglich ist, eine Schreckschusswaffe in Deutschland zu einer scharfen Waffe umzubauen. Hier muss man ganz klar zu sagen, haben wir durch die PTB geregelt mit einer der sinnigsten und schärfsten Regelungen. Wir haben an der Waffe diverse Sicherungseinrichtungen, die es nicht möglich machen, diese umzubauen. Wir haben eine Laufsperre aus Stahl. Der Lauf an sich hat diverse Sollbruchstellen. Patronenlager und Lauf sind zueinander versetzt, sprich, wenn die Patrone im Patronenlager ist und das Projektil vorne quasi am Lauf ansetzt, sind die so versetzt, dass das Projektil gar nicht durch den Lauf passt. Um euch das Ganze nochmal zu demonstrieren, haben wir hier eine kleine Dummy-Patrone, um euch von vornherein zu zeigen, dass die an sich erstmal gar nicht ins Patronenlager passt. Wenn ich jetzt den Schlitten kommen lasse, sehen wir, haben wir hier einen Spalt. Das liegt eben an der besagten Stelle zwischen Lauf und Patronenlager, dass die zueinander versetzt sind. Das Wichtigste vorweg, unabhängig davon, was für eine Waffe ich in die Hand gedrückt bekomme, egal von wem, ob das jetzt ein Freund ist, der mir sagt, die Waffe ist ungeladen, oder ob ich die gerade im Laden gekauft habe, oder ob ihr die Waffe gerade bei euch zu Hause aus dem Schrank nehmt und wieder einsatzbereit machen wollt. Grundsätzlich ist immer davon auszugehen, dass wir eine scharfe, geladene Waffe in der Hand haben. Das heißt, erstens hat mein Finger am Abzug zu keinem Zeitpunkt irgendwas zu suchen. Des Weiteren, wenn ich eine manuelle Sicherung an meiner Waffe habe, betätige ich diese, entnehme das Magazin und prüfe, ob sich eine Patrone im Patronenlager befindet. Erst dann ist die Sicherheit der Waffe gewährleistet. Zu keinem Zeitpunkt vorher. Genauso wichtig ist, dass ich zu keinem Zeitpunkt in irgendeiner Art und Weise auf irgendwelche Lebewesen ziele und immer darauf achte, dass der Lauf in eine sichere Richtung guckt. Sprich, es ist niemand in Laufrichtung und ich kann niemand verletzen. Ob die Waffe geladen ist oder nicht, spielt hierbei absolut keine Rolle. Bevor ihr die Waffe in Betrieb nehmt, prüft alle Sicherheitseinrichtungen, ob sie funktionieren. Ebenso die Funktion der Waffe. In diesem Fall eine Abzugssicherung, die nur dann den Abzug freigibt, wenn der Finger vollflächig auf dieser kleinen Zunge hier vorne aufliegt. Sprich, hier prüfe ich auf diese Art und Weise, ob die Sicherung funktioniert oder nicht. Ebenfalls nicht außer Acht zu lassen sind beim Gebrauch einer solchen Schreckschusswaffe natürlich diverse Schutzmaßnahmen. Das wären in erster Linie einmal ein Ohrenschutz und eine Schutzbrille. Wofür der Ohrenschutz da ist, brauche ich glaube ich nicht zu sagen. Die Schutzbrille verhindert, dass mir unter Umständen Patronenhülsen oder Funken etc. ins Auge fliegen. Hierbei muss aber auch ganz klar darauf geachtet werden, wenn ich eine solche Waffe benutze, trage ich die volle Verantwortung. Das heißt, habe ich Personen neben oder vor mir stehen, habe ich diese Waffe nicht zu gebrauchen. Ich als der Schütze muss sicherstellen, dass die Personen hinter mir stehen und dass ich sie nicht verletzen kann. Haben wir alle Sicherheitsvorkehrungen getroffen und wollen dann anfangen zu schießen, müssen wir die Waffe natürlich erstmal laden. Dafür brauchen wir die Waffe an sich natürlich erstmal nicht. Beim Laden an sich ist natürlich grundsätzlich erstmal darauf zu achten, dass der Stoßboden, sprich da, wo der Hammer nachher drauf schlägt, nach hinten zeigt. Wenn wir jetzt die Waffe so haben und das Magazin kommt so rein, dann zeigt der Stoßboden nach hinten. Problem an der Geschichte ist, die Patrone passt andersrum, auch ins Magazin, wird nur nicht funktionieren. Deswegen laden wir das Magazin so. Hier ist ebenfalls darauf zu achten, dass das Magazin nicht überladen wird. Wie viel Schuss in euer Magazin geladen werden dürfen, entnehmt ihr der jeweiligen Betriebsanleitung. Nachdem das Magazin geladen ist, hat dieses, sofern ich nicht vorhabe, direkt den Schießbetrieb zu starten, erstmal nichts in der Waffe zu suchen. Wichtig, das Magazin kommt erst in die Waffe, wenn ich auch aktiv vorhabe zu schießen, nicht vorher. Da das Magazin nun geladen ist und wir anfangen wollen zu schießen, ist natürlich wichtig, die Schutzbrille aufzusetzen und den Ohrenschützer. Hier kann man statt einem großen Ohrenschützer auch einfache Oropaxe nehmen. Die tun es auch und dichten mindestens genauso gut ab. Beim Gebrauch der Waffe an sich
Ist natürlich auch nochmal festzuhalten, wir reden hier zwar nur von einer Schreckschusswaffe, aber auch die hat einen Rückstoß. Dementsprechend ist es wichtig, die Waffe fest in der Hand zu halten. Wenn ihr die Waffe zu locker in der Hand haltet, kann das zu Funktionsstörungen wie zum Beispiel Patronenklemmern führen. Hier ist ebenfalls wichtig, das Magazin in der Waffe eingesetzt, ist soweit vollkommen in Ordnung. Erst wenn ich den Schießbetrieb wirklich aufnehmen will, lade ich den Schlitten durch, weil damit stelle ich die aktive Schussbereitschaft her. Nun ist genau der Fall eingetreten, vor dem ich eben gewarnt habe. Das ist jetzt eine Szene, die haben wir quasi provoziert, dadurch, dass ich die Waffe zu locker gehalten habe. Jetzt ist natürlich die Frage, wie verhalte ich mich hier weiter? Hier jetzt im Verschluss rumfummeln ist die denkbar schlechteste Idee. Deswegen entnehmen wir das Magazin aus der Waffe. Und Achtung, ihr werdet es gleich sehen. Da kommt die Kugel. Wieder einsetzen, durchladen, weiterfeuern. Womit wir jetzt aber auch schon wieder zum nächsten Thema kommen. Wie durch Zauberhand hat mein Magazin sich gerade eben wieder von selbst gefüllt und plötzlich habe ich Pyroartikel auf dem Tisch liegen. Hierbei gilt zu erwähnen, dass mit jeder Schreckschusswaffe sogenannte Abschussbecher mitkommen. Die sind nur dann zu montieren, wenn die Sicherheit der Waffe hergestellt ist. Sprich, wir haben kein Magazin drin, der Verschluss ist offen und ich habe das Patronenlager kontrolliert. Hierbei ist aber auch immer darauf zu achten, dass der Abschussbecher fest angezogen sitzt und dass die PTB-Nummer auf dem Abschussbecher mit der PTB-Nummer auf der Waffe übereinstimmt. Bevor wir jetzt loslegen, natürlich wieder obligatorisch die Schutzbrille und der Gehörschutz. Magazin in die Waffe, erst dann durchladen, wenn ich wirklich vorhabe zu schießen. Und was wichtig ist, es gibt verschiedene Größen von Pyroeffekten. Hier haben wir kleine Signalsterne. Bei jeglicher Form von Pyroeffekt ist wichtig, dass ihr nicht vorne in den Lauf reinstopft, sondern sie ansetzt und reingleiten lasst. Dann die Waffe durchladen. Dann unmittelbar nach dem Schussbetrieb Sicherheit wiederherstellen. Heißt Magazin entfernen, Patrone entfernen, Patronenlager prüfen. Alles in allem war das erste Video unserer vierteiligen Serie. Die anderen 3 Videos findet ihr bei uns auf dem YouTube-Kanal. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns einen Daumen nach oben da lasst, den Channel abonniert. Ich für meinen Teil mache dann jetzt Feierabend, weil langsam wird es hier dunkel. Ich bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal, euer Umarex TV Team. Ciao!